Also ich kann Ihnen nur sagen, dass wir im Vorfeld schon äh, klar den kroatischen Seiten gesagt haben, dass wir das als einen sehr unfreundlichen Akt gegenüber der europäischen Integration empfinden würden, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, und zwar nicht zuletzt wegen des Falles Perkovic, der ja in den Wochen vorher ausführlich diskutiert wurde und wo ja auch Deutschland einen Auslieferungsantrag erneuert hatte. Und das wusste man in Kroatien. Der 1. Juli 2013, an dem Kroatien EU-Mitglied wurde, war ein Montag. Da war ich in Straßburg beim Parlament, haben wir Kroatien feierlich empfangen vor dem Hauptgebäude. Und das Wochenende davor wollte ich bewusst in Vukovar verbringen. Und zwar mit einem großen Europakongress, wo auch viele Serben teilgenommen hat. Er stand im Zeichen der Versöhnung, der europäischen Zusammenarbeit. Ich muss aber schon sagen, mich hat es zutiefst enttäuscht, dass am Freitag vor diesem Kongress und vor dem Beitritt am Montag das kroatische Parlament mit seiner Regierungsmehrheit schnell noch beschlossen hat, dass der europäische Haftbefehl nicht für solche Fälle wie die der UDBA-Mörder gilt, indem er die zeitliche Beschränkung, das kroatische Parlament die zeitliche Beschränkung vorgenommen hat. Und das war wirklich eine in Geist und Buchstaben absolut antieuropäische Handlung. Kroatien war Opfer eines Angriffskrieges durch die jugoslawische Volksarmee. Kroatien war zu einem Drittel des Landes besetzt, bis weit in die 90er Jahre hinein. Es ist ein kleines Land mit 4,5 Millionen Einwohnern, das gleichzeitig seine territoriale Integrität wiederherstellen musste, die Wirtschaft reformieren, eine Demokratie aufbauen und eine extrem komplizierte Geschichte bewältigen, die auch quer durch die Familien gegangen ist und die Menschen gespalten hat. Und wissen Sie, das ist einfach nicht von einem Tag auf den anderen möglich. Es dauert seine Zeit, aber es muss natürlich irgendwann stattfinden. Diese UDBA-Morde wurden in den Verhandlungen überhaupt nicht thematisiert. Und ich bin auch froh darüber, sage ich ganz ehrlich, weil Kroatien derart viele Hindernisse zu bewältigen hatte, dass ich bis zum Beitritt Kroatiens mich wirklich bemüht habe, dass nicht noch mehr künstliche Hindernisse aufgehäuft werden. Kroatien musste so viele Bedingungen erfüllen wie kein anderer Staat zuvor, damit er der EU beitreten kann. Kroatien ist derart ungerecht behandelt worden in den Beitrittsverhandlungen. Ich erinnere etwa an die Rolle von Frau Del Ponte, die Kroatien mindestens 3 Jahre Zeit gekostet hat, und zwar aufgrund von frei erfundenen Unwahrheiten, wo sie dann gesagt hat, das hat ihr irgendein ausländischer Geheimdienst erzählt, da könnte sie nichts dafür. Und deswegen war ich froh, dass man vor Kroatien nicht zusätzliche Hindernisse aufgehäuft hat. Aber in dem Moment, wo Kroatien Mitglied der Europäischen Union wurde, war Kroatien natürlich auch verpflichtet, europäisches Recht anzuwenden.